So, hello and hearty welcome zu Sherlock Holmes, Crimes and Punishments, Folge 6, Fall Nummer 5 allerdings erst. Den ersten Fall haben wir in zwei Parts gemacht. Das Drama von Kew Gardens. Das ist jetzt unser nächster Abschnitt. Hi and good evening, Mrs. Lucy. Lady Lucinda. Ja, mit deiner verschwundenen Deutscharbeit ist ja wohl einfach mal der Ohrhammer. Passt zu eurer Schule. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare... Ach du Scheiße, okay, da geht los. Since when did I become so transparent? Let us go. Erstmal wird der Hund gestreichelt hier. Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. So, Teleskop zeigt immer noch die alte an? Nee. Können Sie dann eben mal eine hübsche Blondine einziehen lassen, ey? Irgendwie sowas. So, schnell weg aus diesem Biotop. Finden Sie die Pflanzen, die nach der letzten Ausstellung in Kew Gardens gestohlen wurden. Ein ungewöhnlicher Diebstahl hat die königlichen botanischen Gärten von Kew in Aufruhr versetzt. Holmes' Ermittlungen decken jedoch ein weitaus düsteres Geheimnis auf. Oha! Gestohlene Pflanzen. Und Sherlock will sie für seine heimische Bienenzucht, die er wohlgemerkt in seiner Wohnung hält, nutzen. Wer hält denn Bienen in der Wohnung? Okay. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. What are we doing, Holmes? Let us find someone who could help us. So. Dann wollen wir mal. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favour for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me.
Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Studentische Hilfskräfte. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What Tragedy? tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The 2 of you were good friends? He was my father. Oh Oh, dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house. Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Der neue Chef lässt ihn hier einfach hingehen und denen zeigen. Hat ein herzloses Arschloch. Do not touch. What should we do next, Holmes? Und jetzt untersuchen wir nicht nur Diebstahl, sondern auch Mord. Dionea carnivorus, Carlina inebriare. Here is a list of the stolen plants. Eine Liste der gestohlenen exotischen Pflanzen von Kew Gardens, Dionea. Gut, ich lese die jetzt mal nicht alle vor. Halt. These trees, with their roots in water, must originate from Louisiana. Ah, yes, the bayou. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Oh, jetzt regelmäßig Taschen, als wäre eine Pflanze oder neu verwendet. Fragments of a flower pot. It fell down here. Ach ja, was ist das denn? Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. The door was smashed at shoulder height. This door handle is new. It was recently changed. Das war alles sehr merkwürdig. The esconson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection Room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection Room. Das Kolonialhaus untersuchen. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Ja, wahrscheinlich der tote Typ. Blood. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. Also. Nochmal? Nee. Fußspuren. The traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Oh.
Nee. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Noch was? This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? I think we need to inspect the Colonial Collection. Also, der ist ja aus diesem Kolonialhaus rausgestürzt. Wurde er drin vergiftet oder vergast oder was ist da denn passiert? Der ist ja rausgekommen, als wenn ihm Sauerstoff fehlen würde, irgendwie gefühlt. So, Kolonialhaus. Gib an, was ist das da hinten? Very strange. Half of the Colonial Collection is absent. This is one of the outlets of the ventilation system. Steinsplitter. Man hat da voll noch Fragment versucht. of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. This broken fragment was the result of a heavy blow. The smell is strong. It is a detergent. Aber da liegt dann hier noch Chronik und aus dem letzten Fall ein Silbergabel mit dem Wappen von Abbey Grange. These plants come from all the territories of the British Empire. Na Lucy, was ist hier passiert? Vergast? Oder was? According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. These windows were perfectly cleaned. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Der Übergang des Kolonialhauses. Jemand hat lediglich einen Teil des Kolonialhauses geräumt und gereinigt. Das ist verdächtig. Vielleicht wollte man damit Beweise vertuschen. Dann war eingesperrt. Montague Dunn war im Kolonialhaus eingesperrt. Er stieß gewaltsam seine Tür auf und starb kurz darauf ins Ehekussenhaus. Autopsie durchführen. Führen Sie eine Autopsie an Montague Dunns Leiche durch. Sein Tod ist verdächtig. Warum stieß er die Tür des Kolonialhauses gewaltsam auf? Warum wurde das Kolonialhaus zum Teil geräumt und gereinigt? War es eine Falle oder ein tragischer Unfall? Wir müssen zu Scotland Yard. Ich mach das mal gleich, bevor wir hier weiter ermitteln. Na nu, Watson. Lass mich mal vorbei. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Der neue Direktor war es, der hatte sicherlich dunkle Geschäfte. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Jetzt haben wir immer jedes Schild hier gekriegt. Hilfe! Ich bin in einem botanischen Wahnsinn gefangen. Can I help you, gentlemen? Gerötete Augen.
Siehste, hat vor kurzem geweint, tief traurig. Ja, der Flotter kennt auch alles. Beim Rasieren geschnitten. Saubere Hände. Do you work here? Yes, but part-time only. For I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. That is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Aha. Thank you, young man. We shall see you again soon. Ein guter Direktor. Albert Dunn ist ein nervöser und ängstlicher junger Mann, wenn man nach seinen abgekauten Fingernägeln urteilt. Er hat sehr viel Reinigungsmittel benutzt, um sich die Hände zu säubern, was keine gute Idee ist, da er mit Pflanzen- und Blumenerde hantiert. Seine Augen sind rot, offenbar hat er vor nicht allzu langer Zeit sehr viel geweint. Aus seinem Alter kann man schließen, dass er noch an der Universität ist. Er ist ein gut aussehender Bursche und verheiratet und wohnt vermutlich noch bei seiner Mutter. Ja, der neue Direktor ist natürlich bei unseren 3 Verdächtigen hier Nummer A 1. task list for Albert, compiled by Martin Hamish. Martin Hamish, Sweep out the farmhouse, scrub the toilets, Guck. clean the storage shed tools. Das sind also die Aufgaben eines kommenden Managers. Note, you're only allowed to read the newspaper during your lunch break. Ach du Scheiße. Das Ding ist, Lucy, der wirkt so krass wie ein Mörder. Ich glaube, dass er das nicht war. Aber gut. Wir fahren erstmal zur Baker Street und gehen in unser Archiv. Und gucken uns mal an, was das für Pflanzen sind, die wir da haben. Forschungsberichte, wa? Ja, denke ich mal. So, Chemie, Gifte und Toxine. That is not the one I need. Quecksilber. That is not the one I need. That is not the one I need. That is not the one I need. Okay. Also ist es nicht in den Forschungsberichten drin. Oh, guck mal, ich habe neue Briefe. Sehr geehrter Mr. Holmes, endlich habe ich meinen ganzen Mut zusammengefasst und schreibe in diesem Brief. Ich kann kaum in Worte fassen, dass ich Ihnen wie dankbar ich Ihnen bin. An jedem schrecklichen Abend dachte ich, dass mein Leben ruiniert sei, aber gleichzeitig erkannte ich, dass es da jemanden gab, der mich wirklich liebte, für den ich auch nicht als Liebe empfand. Sie kennen ihn. Ich rede von Captain Jack Crocker. Seine Liebe hat mir die Kraft zum Leben gegeben und selbst wenn wir am Ende nicht zusammen sein können, wäre das alles ohne Sie nicht möglich gewesen, Mr. Holmes. Hochachtung von Mary Brackenstall. Habe ich gerne gemacht. This is where I keep my post. Hab ich doch gerne gemacht, Mensch. So, Zeitung. Jetzt liegt da in. Der Abtäusch. That is not the one I need. Nein, auch das ist es nicht. Enzyklopädien, ja. Ich brauche nicht Ökonomie, ich brauche Ökologie. Botanik. Die Gemeinsamkeit dieser Pflanzen besteht darin, dass sie mehr oder weniger stark giftig sind.
Die Univera Carnivorus, Carlina, jedoch können nur die ersten 3 Pflanzen mit Menschen gefährlich werden, vor allem Florum diabolica. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Die Pflanze muss einer aggressiven Stimulation ausgesetzt sein, auf die sie mit den Schleudern von tödlichen Sporen reagiert. Here it is. Aha. Man muss die Pflanze also ansticheln und schon wird sie zur Mörderpflanze. Okay. Oh, die Bienen sind weg scheinbar. Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary... So. Oh, ich lage meine Briefe jetzt auch immer oben auf dem Kamin, aber steche dann den Dolch durch. Das sieht cool aus. Viel Spaß. So. Wir fahren zum Yard und autopsieren Mr. Dunn. Was ist sein Vornamen? Hieß er mit Vornamen? Montague. Also, wenn mich alles täuscht, ist er durch das Gift dieser I asked Pflanzen gestorben. Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Augenblick. Okay, irgendwas in der Asservatenkammer. Duns Gegenstände. This Eine watch Uhr. is of great value. Mitgliedsausweis. City of London Club Nummer 165. Membership of London's A Crest membership card for the London Crest Club. Club. Oh, der gehörte zur Elite. A 5 beautiful wieder, feather Alter. pen of a good make. Und ein Brief. An Mr. F. Rain, Geschäftsführer der Druckerei Rain Sons. Madame Rain, Ihre Plakate für die große Ausstellung Gigants sind wundervoll geworden. Allerdings ist es wohl nicht nötig, die gesamte Belegschaft zu erwähnen. Nur mein Name ist ausreichend. Montague Dunn. Oh. Ey, das Ding ist aber auch, dass die Leute, die betteln ja darum, gekillt zu werden, ey. Also ich sag mal, das war jetzt wieder so ein kleiner Beweis gegen unseren stellvertretenden Direktor, Martin Hamish. First of all, let us carry out an external examination. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination, so that we can proceed with the autopsy. Da ist er There hingeflogen. is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. Ich meine, wie blau der hier ist. The air from the lungs carries a faint floral aroma. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. No redness, stings, or bruises. Nothing suspicious here. Now, let us examine the internal organs. Will ich das sehen? The liver Hübsch. tissue is brown. There are no visible pathological signs. Darf ich das jetzt weglegen? The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. The lungs are congested and edematous. Was heißt denn ödematös? Ach du Scheiße. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. The stomach tissues show no visible pathological signs. Igitt, ja. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death.
The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart tissue shows no visible pathological signs. Also der ist an seinem The Lungen. suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Ja, Yes, Mord. it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No. A few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. Außer dass er gerne im You're Rampenlicht enjoying stand. this already, aren't you? More than a little. Sherlock hatte Bock. So. Da haben wir ja einige hier. Also, Vergiftung. Dann war er eingesperrt. Dann wurde vergiftet, nachdem Montague Dunn in Kondenshaus eingeschlossen wurde, inhalierte er ein tödliches Pflanzengift. Gott. Absolut unschön. Dann wollen wir mal wieder zurück an den Ort des Geschehens. Kew Gardens. Ja. Das eine Autopsien, das ist nicht so schön. Nicht so meins. Das muss ja gemacht werden. Martin Hamish, der Pisser. So, erstmal untersuchen wir den Heinrich-Himmler-Brille. Schon mal das erste. Kurzlichtige, billige Brille. Wo kann ich entdecken, dass da ein Arschloch ist? Ist das ein Schmutzfink? Unverheiratet, ja. Das ist ein Arschloch. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Okay. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Oh, er wirkte betroffen. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression. Great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say. He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That and... And
He had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh, yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Just be careful with the plants during your inspection. Martin Hamish ist unverheiratet. Er hat die Hände eines Gärtners dreckig und geschwollen. Er ist kurzsichtig, trägt eine Bifokalbrille und ist nicht gerade gut aussehend. Hamish arbeitet so viel, dass er sein Äußeres vernachlässigt. Wahrscheinlich gibt es keine Frau in seinem Leben, die sein Dasein angenehmer machen würde. Er lebt allein. Also Lucy, ihr bist schon wie Lestrat. Der Wart. Am Ende war die komische Mrs. White, weil Montague dann mit der kurz mal so ein Techtelmechtel hatte und sie dann hat fallen lassen oder so. Jeden Dienstagmorgen führte Montague dann eine flüchtige Inspektion der botanischen Gärten durch. Seine Kollegen, vor allem Mr. Hamish, waren von dieser Angewohnheit nicht gerade begeistert. Also Motive haben sie irgendwie alle. So, you are here. Palmhaus. Water Lily Greenhouse. Seerosenhaus und da ist die Kolonialhaus. Colonial Collection. Ja. Dry Wüstenhaus. Tropics. Ventilationssystem. System. Saathaus. Seed House. Und Anzuchthaus. Nursery. Aha. Und was hat hier Büro über? Director's Office, Cloakroom and Laboratory. Hi Speedy. Haben wir alles? Ah, hier. A map of Kew Gardens. Ich dachte, er geht alleine raus, wenn man das hier sie alle angeklickt hat, aber bisher geht er noch nicht alleine raus. Miss Whiteboard hatte auch was mit dem Sohn und die haben ihn zusammengekillt. Bei dir werden so schnell alle Menschen zu Mördern, ey. Lagerraum. Jetzt habe ich alles. So, dann gehen wir mal ins Büro. What should we do next, Hope? Locked. Abgeschlossen. Geht ja gut los. Locked. Geht gut weiter. Mann, Alter, Watson. Was ist denn los mit dir? Locked. Alter, ich komme hier nirgendwo hin. Was ist das? Aha. Das ist das Kolonialhaus.
Muss ich mir jetzt nur alle nochmal ankicken, ne? Nee. What Gegenstand should von we do Interesse. next, Holmes? There is a smell of burning. Oder werden gerade Beweise verbrannt. Feuerstelle. Zerbrochener Topf. The symbol is not from Kew Gardens. The remains of a picture frame. A broom handle was half burned. Alles abgeschlossen bis auf das Blumenbeet. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? Der The door Türgriff. handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. Na, wer will denn dafür Beweise verbrennen? The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. A protective mask. Someone set it alight, but it did not burn. Ja. Jemand brennt hier ein paar Sachen ab, die relativ wichtig sein können. Das Ding ist hier so weitläufig, Alter. Dry tropics. Wüstenhaus. Na, ich bin's gespannt. Hier ist auf jeden Fall nichts. Oh Gott. These flower pots are beautiful. They are intended to be used for exhibition purposes. Nicht von den Gartendingen, war es dann noch Pflanzenspionage? The symbol is not from Kew Gardens. Ist das Symbol, was wir auch auf dem anderen Topf hatten? Symbol auf einem zerbrochenen Blumentopf aus dem Hinterhof der Gärten. Es stammt nicht von Kew Gardens, bedeutet so viel wie göttlich, wenn ich mich hier nicht irre. Symbol auf dem Blumentopf, die wir in Kew Gardens gefunden haben, die Töpfe stammen offensichtlich nicht von dort. What should we do next, Holmes? Mensch, du kannst doch mal irgendwas Sinnvolles beitragen. Watson. Ey, er steht nur im Weg. Also da war dein Pendant ohne Haar tatsächlich ein bisschen cleverer. Gut, der war nur imaginär, aber trotzdem. Jetzt müssten wir eigentlich zum Kolonialhaus kommen, oder? Achso, nee. Seerosenhaus, okay, und von da aus geht's ja dann zum Kolonialhaus. According to this, they have light. Wollen wir die nochmal anhören? So. Was ist das hier? Ach, Palmhaus war das. Und sind wir schon fast durch alle durch. Ich würde hier diese Belüftung mal interessieren, wie das abläuft. Farmhouse. Ja, genau. So, was haben wir hier? Licht. Quatsch mal mit dem Bengel. Dem Mörder, wie Lucy sagen würde. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house.
We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah. At the moment, I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens. And I can do it. I can be as good as any other who works here. Yep, der Mörder. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Thank you, young man. We shall see you again soon. So. Hier, Lucy. Kannst du doch mal umklicken. Ich habe eine Umfrage erstellt. Ich frage mich nur, wo die jetzt ist. Kannst du gerade eine Umfrage sehen? Ach, da ist sie. So. Arbeitsambitionen. Nach dem Tod seines Vaters verspürt Albert dann nun die Verpflichtung und auch die Ambition, die Leitung der botanischen Gärten zu übernehmen. Diebstahl, Mord, der oder die Mörder könnten diejenigen sein, die exotischen Pflanzen und wieder tödlich nach der letzten Ausstellung Kew Gardens gestohlen haben. Könnte sein. Direkt abgestimmt. Den Bengel. Was hast du denn gegen den? Was hat er dir denn getan? French wine, a remarkable vintage. 4 Gläser. Champagne. Montague Dunn had good taste. Newspapers discussing Kew Gardens. Die Belegschaft von Kew Gardens verkündet voller Stolz die Züchtung einer neuen Gerstenart, die völlig resistent gegenüber Kälte ist. Folgerichtig wurde sie sibirische Gerste getauft. Martin Hamish, der stolze Züchter der neuen Getreideart, wird am kommenden Montag eine Pressekonferenz zu diesem Thema abhalten. Naja, er war doch ein bisschen gewürdigt worden. Hallo, haben wir noch was? Ist aber trotzdem einfach so wie bei diesem einen Ordensmitglied in AC Origins. Welches Ordensmitglied?
Liebste Margaret, nach unserem letzten Gespräch, glaube ich, wäre es besser, wenn du deine Arbeit hier in Kugans einstellen würdest. Wie du ziemlich offen festgestellt hast, bist du ja nicht mehr auf meine Unterstützung angewiesen, denn du stehst offensichtlich auf eigenen Füßen, wie du gemeint hast. Nun, so gebe ich dir deine Freiheit zurück und wünsche dir viel Glück in deinem künftigen Leben und wie dann. Okay. Der schmeißt die Alte raus? Weil sie sagt, sie ist nicht abhängig von ihm. Wie du ziemlich offen festgestellt hast, bist du nicht mehr auf eine Unterstützung angewiesen. Du stehst auf eigenen Füßen. Wie du gemeint hast, der so schreibt doch nur einer, der da keinen Bock drauf hat. Aha. Miss Whites Entlassung. Montague Dunn wollte Miss White entlassen. Na, Lucy. Ob du da mal nicht zu früh abgestimmt hast. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Das war der Vater von Martin scheinbar. What should we do next, Holmes? Den Safe öffnen, Mann. Wie ging das nochmal? Aha, 1, 2 nach links. 2 nach rechts. Was habe ich gesagt? 3 nach links, 2 nach rechts? Vier nach links. Das wäre richtig billig. Nee, oh, das war falsch. 5 nach links halt nehmen muss. Also Nummer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ach, aber auch wirklich nur 5. Nochmal. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Mein lieber Freund, erlaube mir bitte, meine Enttäuschung über deinen letzten Brief zu äußern. Ich bezahle dich, damit du mich verteidigst und nicht damit du mich beschuldigst. Hugan ist eine königliche Einrichtung. Wir erhalten die großartige Möglichkeit, die ganze Welt zu bereisen und die wertvollsten und seltensten Pflanzen aufzubewahren. Unsere Aufgabe besteht darin, solche Pflanzen zu schützen, und vor allem vor jenen, die mit ihnen ihre dubiosen Geschäfte machen wollen. Diese göttliche Gesellschaft, von der du schreibst, hat kein Recht, solch wertvolle Pflanzen zu erhalten. Erinnere dich bitte an den Vorfall vom 14. Juni 1889. Aus diesem Grund möchte ich dich bei allem Respekt ein weiteres Mal bitten, Hugan die Genehmigung hinsichtlich dieser Pflanzen zu beglaubigten. Die entsprechenden Dokumente wurden dir am Montag zugeschickt. PS, wir sehen uns wie immer am Dienstag im Budels, Montague Dunn. Aha. Beschwerdebrief. Mr. Dunn, wir bitten Sie zum letzten Mal, unsere lieben Schwestern zurückzugeben. Sie haben nicht das Recht, sie gefangen zu halten. Sie gehören Ihnen nicht. Ihre sogenannten Genehmigungen sind allesamt ungültig. Sie verstecken sich hinter Lügen, unter anderem hinter der Lüge, die in der Presse als der Vorfall vom 14. Juni 1880 verbreitet wurde. Da sind keine weiteren Details nötig. Was Sie getan haben, ist wahrlich abscheulich. Seien Sie versichert, dass wir unsere Schwestern niemals aufgeben werden. Wir haben Ihnen vertraut und bereuen das sehr. Die göttliche Gesellschaft, was ist denn das für ein Scheiß? I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Schulden von Miss Margaret White an Master Montague Dunn, Vermietung einer Wohnung in der Oxford Street, ein Stipendium für das Studium an der Universität von London, Kredite bei Hamilton, bei der Welligan House Schneiderei und beim Juwelier Baird & Sons. Der Typ hat die alte gebumst, Junge. Und ihr noch Sachen in den Arsch gestoppt. What should we do next, Holmes? Ach du Scheiße.
Göttliche Gesellschaft. Aber wir haben echt eine Menge zu tun hier. Die finanzielle Unterstützung, die Miss Dwight von Montague erhielt, überstieg die Bedürfnisse seiner Studenten bei weitem. Montague hatte vor, Miss Whites Arbeitsverhältnis als Angestellte von Kew Gardens zu beenden. Na, Lucy? Immer noch so sicher? There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Das ist die große Frage, Watson. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Muss man den Köter holen. Studienbuch. A botany book. This student's book belongs to Albert. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Alter, was ist das denn? Oh, da habe ich richtig Bock drauf. Irgendwo stimmt es noch nicht. Hier. Schlüsselknacker Flote. Halt mal. Das sieht ein bisschen It komisch appears aus, ne? as though the protective equipment is missing Die from here. Schutzausrüstung wie in so einem Such Slasher-Film. masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. Gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? Tja, Martin Hamish's locker. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. sehr geehrter Herr Generalsekretär, aufgrund der jüngsten Ereignisse in Kew Gardens möchte ich meine Bewerbung um den Posten des Direktors erneuern. Wie ich bereits in meinen früheren Briefen bekundet habe, halte ich niemand für besser geeignet dafür als mich selbst. Als Mr. Montague dann noch am Leben war, konnte ich Ihre Bedenken in dieser Hinsicht verstehen. Sie hatten politische Gründe und ich hatte mich selbstverständlich damit abgefunden. Doch jetzt herrscht große Unordnung in Kew Gardens. Wie kann ich in dieser Situation tatenlos zusehen? Wie kann ich die geehrten, unerfahrenen und unmotivierten Menschen überlassen?
Von daher muss ich Sie bitten, schnellstmöglich eine Entscheidung zu treffen, damit ich mir mit voller Stärke dieser wichtigen Aufgabe widmen kann und nicht mehr belastet werde durch die fortwährende Ungewissenheit. Aha, also Martin Hamish will der neue Boss Martin werden. Hamish studied chemistry. Interesting. Der Heslon und sein Vater. Father and I, Kew Gardens. Albert's locker. Young Albert, standing with a woman in front of London University. Young Albert. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. Tja, dann hätte er mal das machen sollen. A Ablehnung rejection schreiben. letter from the British Royal Naval College. Royal Navy College, Rekrutierungszentrum für Unteroffiziere London. Sir, mit Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass wir Sie trotz Ihrer hervorragenden Ergebnisse bei unseren Eingangsprüfungen nicht auf dem Royal Navy College willkommen heißen können. Ihr Vater, Mr. Montagu Dunn, hat seine Absicht zum Ausdruck gebracht, Ihnen die Leitung der königlichen botanischen Gärten Kew Gardens anzuvertrauen. Es scheint selbstverständlich, dass er nicht ein ganzes Jahr, das Sie für die Marineausbildung benötigen, auf Sie verzichten wird. Wir wünschen Ihnen viel Glück für Ihre Zukunft in Kew Gardens. Hochachtungsvoll, J.M. Le Marchand, Leiter des Royal Navy College. Der Vater hat verhindert, dass sein Sohn das machen kann, was er will. Boah, Mann, was ist hier los, Alter? Zum Glück ist der Typ tot. Man sympathisiert so mit den Mördern. Das ist so schrecklich bei diesem Spiel. Fast in jedem Fall sympathisiert man mit den Mördern. Gab doch schon irgendwo mal da nicht sympathisiert hat? Ja, hier, der zweite, mit den Mexikanern, die ihn zurückgeklaut haben. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Liebe Mutter, lieber Vater, nur mit Widerwillen schreibe ich diesen Brief, um euch um Hilfe zu bitten. Meine Studien- und Wohnkosten haben sich als höher herausgestellt als ursprünglich gedacht. Aus diesem Grund fürchte ich, werde ich sie auf lange Sicht nicht tragen können. Mir ist bewusst, dass wir in der Vergangenheit nicht immer einer Meinung waren, aber ihr werdet hoffentlich nicht so herzlich sein und tatenlos mit ansehen, wie eure Tochter nur aufgrund von Geldmangel ihr Studium nicht abschließen kann, oder? Na gut. Sie bist doch da? Apparently, Miss White is a capable student. These jewels must be worth a small fortune. Alter Schwede. A vanity purse. It is of high quality. Alter Schwede. Der dann hat sie gut ausgehalten. Donnerwetter. Margaret, wir waren ganz überrascht, als wir deinen Brief erhalten haben. Wie kannst du uns nur um Geld bitten, nach all den Jahren, seit du uns verlassen hast und denen du nicht ein einziges Mal an uns gedacht hast? Bisher hast du uns nie etwas über dein Studium verraten, aber jetzt auf einmal tust du es doch. Vermutlich schämst du dich einfach für uns, weil wir nicht aus derselben oberen Klasse der neuen Freunden stammen. Ja, wir sind bescheidene Menschen, aber du hättest zumindest von uns lernen können, dass die Familie an erster Stelle kommen sollte. Zumindest haben wir nie unseren Ruf ruiniert, wie du es offensichtlich bereits mit deinem Arbeitgeber Mr. Dunn getan hast. Nein, Margaret, wir sind es, die sich wegen dir schämen müssen, deine Eltern. Boah, okay. Oh, lange To-Do-Liste hier. Liebe Margaret, ich weiß, wie sehr dich deine Geldprobleme im Moment belasten. Ich werde jedoch nicht zulassen, dass du in solch einer Zwickmühle bleibst. Da kannst du dir sicher sein. Ich stamme aus einer wohlhabenden Familie. Ich würde es als große Ehre erachten, wenn du meine Unterstützung annehmen würdest, dein treuer Freund Albert. Also. Wrights soziale Lage, Margaret Wrights Studium und soziale Situation hängen vollständig von Montagu Dunns Vermögen ab. Jo. Jetzt wird Zeit, mal mit der Dame zu reden. Haben wir hier noch irgendwas? This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes.
phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. I don't hear anything. Was mache ich mit diesem Wachszylinder? Lucy! Ist schon wieder weg? Study report. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Gegenstand benötigt. Chemikalienschrank. A sufficient quantity for some serious experiments. Okay, wir haben einiges zu tun. Locked. Das ist das Zuchthaus. Was hebt ja nicht, oder was? Arbeitstisch. A thesis written by Martin Hamish. A glasses case. It is empty. This area serves as Martin Hamish's office. Halt, da war noch was. Plakate. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing, but it had nothing to do with Kew Gardens. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. Gartenbauwettbewerb. Donnerwetter. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Interessant. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Jetzt müsste eigentlich ein Saathaus kommen, ne? The seeds of plant species are stored here. Locked. Ach, jetzt kommt das Saathaus. Open. Seed house. Das hier. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you, too. But... Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case?
Die sieht ja hübsch aus. So, teures Parfum. Oh Gott. Sherlock erkennt in den Händen, dass es eine arme Familie ist. Okay. Ist das hier Dreck? Mhm. Bisschen weiter. Alter, was ist das? Warum finde ich das nicht? Hier? Nee, warte mal. Hier. Unverheiratet. Boah. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic, and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. Ersatzvater. Also bei dem ganzen Schmuckgebrauch und so klingt das irgendwie anders. Augenblick mal, ich muss mal hier kurz eine Person suchen. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Jo.
Miss Margaret Wright sieht hinreißend und wohlhabend aus. Dennoch kann man eine Reihe von braunen Punkten auf ihren Händen erkennen. Diese sind auf Pellagra zurückzuführen, eine Krankheit, die nach einer längeren Phase der Mangelernährung auftritt. Das zeigt, dass sie ihre Kindheit in sehr ärmlichen Verhältnissen verbracht hat. Die Anzeichen von Reichtum deuten jedoch auf einen radikalen Wechsel ihrer Lebensumstände hin. Ach ja, wird man dadurch zum Mörder vielleicht? Kew Gardens is such an exciting place. Wouldn't you agree? Total toller Platz. This is one of the outlets of the ventilation system. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Das ist scheinbar Alberts Schreibtisch. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. Der macht aber auch gar nichts. Materials for college study. They belong to Albert. This place serves as Albert's office. This is one of the outlets of the ventilation system. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Also Albert konnte seinen eingesperrten Vater nicht sehen. So, fertig hier, ne? A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Da brauchen wir irgendwas. A water tank. So, dann wollen wir mal immer zu Albert und zu Hamish. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Halt. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Bisher Martin Hamish hat Montague Dunn gehasst. Seiner Meinung nach leistet Dunn nichts und heimst doch das ganze Lob für den Erfolg von Kew Gardens ein. Der neue Direktor Martin Hamish hatte ein Motiv. Er glaubte, Dunn habe ihm und seinen Vater das Leben ruiniert, indem er das ganze Lob für ihre Verdienste eingeheimst hatte. Hamish wollte die Leitung der Gärten übernehmen, musste jedoch
Wusste doch, dass es nicht möglich war, solange er dann lebte. Ein Motiv. Ein zweites Studium. Tödliche Pflanzen gestohlen. Vergiftung. Ja. Nee. Wir haben noch einige Experimente zu machen, aber ich will erstmal noch Albert fragen. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. We shall see you again soon. Tja, auch der hatte also ein Motiv. Montague Dante stellte den Traum seines Sohnes in die Royal Navy einzutreten, aber dann wurde von seinem Vater häufig gedemütigt, zuletzt bei der vergangenen Ausstellung Kygaans. Diebstahl und Mord. Albert hatte ein Motiv für den Mord an seinem Vater Montague Dante. Dieser hatte seinen Traum zerstört, sich der Royal Navy anzuschließen. Nach dem Mord hätte sich Albert nicht nur gerecht, sondern auch die Nachfolge seines Vaters direkt auf Kygaans übernehmen können. Oh. Er hat sie aber auch alle zu Feinden machen müssen. So, was haben wir denn jetzt hier alles eigentlich mal zu tun? Also ganz viele Archivgeschichten. Marmorstück vom Boden verwenden. Archivgeschichten. Und Tobi einsetzen, richtig. Das machen wir jetzt erstmal als... Nee, erstmal gehen wir zum Archiv. Baker Street. So. Was haben wir denn hier? Forschungsberichte. Vorfall vom Juni. Erstmal die Zeitung durch. Nee, wir müssen auf das andere gehen. Wie komme ich denn da runter? Achso. Ein Mitglied der göttlichen Gesellschaft hat Beschwerde gegen Kygaans eingelegt. Dabei einen alten Vorfall erwähnt. Der bezeichnet Vorfall vom 14. Juni 1998. Skandal bei der göttlichen Gesellschaft. Die göttliche Gesellschaft eingetragen in 48 Grosvenor Street, Carlton Road, eine Vereinigung von Anhängern des sogenannten Gottkönigs Trevan, die den Schutz von Pflanzen und Bäumen als ihr Ziel vorgeben, steht im Mittelpunkt von polizeilichen Ermittlungen. Die Anführer dieser Vereinigung stehen im Verdacht der Veruntreuung von Vereinsgeldern. Nach Ausgang der Ermittlungen besteht die Möglichkeit, dass offizielle Anklage erhoben wird. Indes werden viele Stimmen laut, die das Vorgehen der Polizei scharf verurteilen. Das verwundert allerdings nicht, denn diese private Organisation, die sich offenbar den Naturschutz auf die Fahne geschrieben hat, kann zahlreiche einflussreiche Mitglieder vorweisen, darunter auch bekannte politische Persönlichkeiten der Oppositionspartei. Here it is. Kick an. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. So. Nach dem Symbol suchen. So, auf einfach davon, dass wir auf der Gärten standen, die von Giganten oder so wie göttliche Eminenz. That is not the one I need. Wo suche ich das denn?
That is not the one I need. Göttliche scholastische Gesellschaft für vegetative Verehrung und Meditation. Die Mitglieder der Gesellschaft beten Trevan an, den Gottkönig. Ihr Ziel ist es, spirituellen Frieden zu finden und sich von den Zwängen des Materialismus zu befreien. Und also die Spenden dieser Here it nicht is. bewusst. Gut. So, und dann haben wir noch was. Lass uns auf den Ausstellungstopf gucken. That is not the one I need. That is not the one I need. Seymour's Gartenwelt, Werkzeuge und Vorräte für den Garten. Wir sind ein Premium-Lieferant für all Ihre Bedürfnisse im Gartenbau. Umfangreiche Auswahl und Lieferung von Sand, Pflanzenerde, Mulch und Topfvariationen. Wie sonst alles, was Sie Here it benötigen. is. 3. Burton Road, London. So, wollen wir Tobi mitnehmen und uns reinziehen, Come wo on, wir da Toby. We have some work for you to do. hinkommen. Let us go to Kew Gardens. So, dann wollen wir mal diese Spur verfolgen. Tobi. Genial. So lustig schon wieder einfach abgedampft, oder was? Ach Mensch, so einsam. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Search, Toby. Search. Was ist das? Ein Hase? Ah ne, das sind Blumen. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes. A tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Excuse me, but I have to tidy up this room. Just be careful with the plants during your inspection. Also nochmal zurück zur Baker Street. Kew Gardens is such an exciting place. Wouldn't you agree? Und diese chemische Analyse durchführen.
Augenblick. Yo, Master. Hi, was geht? Alles gut? Let Wollten wir us alle online determine lesen? just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. So, was war das? Gasen ist ein Teil der Flüssigkeit aus der Flasche in einer Gesamtsystem, sie zu This analysieren. is the bottle that we found hidden at Kew Gardens. So, Pipette. Kling. A colorless, water-based liquid. Quite a strong floral aroma. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Small colorless crystals. Salz bleibt übrig. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. Na, I need to Glück. take a pipette. Hallo. Red sediment, just as I suspected. Na, was This ist da jetzt? liquid is of Strychnine oder organic was? origin. Alkalit. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Na toll. So, Menge fürs Haus gemacht und vorhin noch joggen gewesen. Gestern gehört in einer, siehst du, fleißig. So. Göttliche Gesellschaft. Ich meine, so gleich Schluss hier nach der This place is göttlichen beautiful, Gesellschaft. Holmes. Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. Hier ist ein Autofahren noch. Hab heute schon 2 Wagen freigeschaltet.
Was ist das hier für ein Hippie-Tempel, Junge? Was denn? Wo denn? Ach da. Topfscherbe. Scherben. Etwas Fragments Verstecktes. of a flower pot. It fell down here. Ah, die haben also die Blumentöpfe gestohlen. Kew Royal. The Kew Gardens symbol. Gut, dann wissen wir schon mal, wo die gestohlenen Pflanzen sind. A fragment of a flower pot. Dann wissen wir schon mal, wo die gestohlenen Pflanzen sind. Locked. Na, so ein Gummischlag. Guru. Good day to you, sir. My name is Sherlock... I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance, do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcome you are. To introduce myself I shall. I am the Green Grand Mystic. The Green Grand Mystic himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. Totaler Vollidiot. Fällt mir da zunächst mal auf. Tätowierung. Schwielen an den Fingern. Handverletzung, Säureverbrennung, Chemieerfahrung. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate, glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search? Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago, and we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his green-fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants.
I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Okay. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our lord, our god king? Our god king's name is Treewan, Green Grand Mystic. Oh la, good, I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Was Thank für you ein so Quatsch. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Well, we will leave you to your meditation. Gestohlene Pflanzen finden abgeschlossen. Wir haben hier noch einen. Der große grüne Mystiker ist ein seltsamer Mann. Er hat eine chinesische Tätowierung. Zudem hat er auf der linken Handfläche eine Narbe, die entsteht, wenn er eine chemische Pille zu stark drückt, während man versucht, eine Flüssigkeit aufzunehmen. Er hat nach Erfahrung mit Chemie, was durchaus Intelligenz erfordert. Tja. So, verschwunden tödliche Pflanzen. Göttliche Gesellschaft gestohlen. Sekte stahl alles. Die göttliche Gesellschaft stahl alle Pflanzen aus die tödlichen. Sie könnte sie eingesetzt haben, um die Gedanken zu ermorden. Oder diese stahl nach der Ausstellung alle Pflanzen bis auf die tödlichen. That should Drogentisch. be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. Koks. It is rather delicious, and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Sehr schön. This Green Grand Mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. We should search every inch of this place. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. These three plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. A tropical plant. A tropical. A tropical. Dann haben wir das jetzt hier wohl an dem Ort. Finden Sie die Pflanze, mit der man durch Gedanken getötet wurde? Finden Sie heraus, wer man durch Gedanken ermordet hat. Okay. Geheimnisse der Sekte. You came to make a donation? Glory to Treewan! This must be Treewan, the Divine Syndicate's god. Ein Baumgott oder was? This door is locked, but I can try to open it. Jo, naja.
Aha. Dann will ich dann noch was spannend finden, ey. These instruments are used for smoking opium. Toll. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Lucy ist auch wieder da, kiek an. This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. A vast amount of opium. Gott, was ein Labor hier, Alter. So. Okay, also es sind vor allem viele Drogen-Junkies hier. So. Dann ab nach Kew Gardens. Fyodor Dostoevsky, Crimes and Punishments. Just be careful with the plants during your inspection. Der will es ja nicht wissen. Okay. Also irgendwo muss noch irgendwas sein. Wo geht denn dieses Belüftungssystem hin? Ach hier, okay. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Gegenstand von Interesse. Das ist hier Dreieck. Fällt anstatt ob die Pflege und Pflanzen das Algorithmen nicht auch mit irgendwas miteinander zu tun haben. Ah, mit Pflanzenexperimenten. Finden Sie ein Experiment mit den tödlichen Pflanzen, durch die wir Algorithmen benutzt haben. So, das mache ich aber morgen. We can begin our experiment. Jo. Also ein krasser Fall. Ein Diebstahl von Pflanzen führt uns zu einem Mord und morgen werden wir den aufklären. Bis dahin, sagt euer Flotter. Ciao, ciao.